So, dann knacken wir den Safe, würde ich so behaupten. Eieiei. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Ich will es gar nicht sehen. Eieiei. Könnte jetzt ein bisschen schwer werden. Aber ich mag das eigentlich relativ. Ist interessant. Dieses Rätsel. Eieiei. Also gibt es zwei Möglichkeiten anfangen. Oh, lol, das stimmt sogar bis jetzt. Wenn wir es jetzt mal so angucken. So. Das müssen wir jetzt hier noch irgendwie richtig machen. Easy. Ich hätte es... Boah, komm, das hätte ich jetzt schwerer vorgestellt. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. This door is a perfect means of escape in an emergency. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Also könnte man die theoretisch zumachen. This chair is very solid and well made. This should be useful. Man könnte hier zum Beispiel die Tür zumachen. Kann das sein? Herd? A solid rope. Zum Beispiel die Tür mal anmachen und dann so blockieren. The door is now blocked. Dann soll man versuchen hier ranzukommen. Geht natürlich nicht. The door is now blocked. Seil. This könnte so möglich sein. This door is a perfect means of escape in an emergency. The ground floor window is a perfect way to escape the police. That is quite a heavy cupboard. This works very well. No one will escape through this window now. Gleich kommt wahrscheinlich der Herd ins Spiel. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Und hier ist ein Tisch mit einer Kette. Und wahrscheinlich könnte man... A simple but rather attractive bead necklace. Könnte This man... should be useful. Kann ich die jetzt nehmen? Steht das einfache Perlenkreuzkette. Kann man wahrscheinlich jetzt schon raus und home oder so ähnlich, aber keine Ahnung. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Ah, hier Treppe. Lol, hier. This is the perfect place to set a trap. One step on these beads
and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Passiert aber gar nichts. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. Wir sind alle zugemauert. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Seit wann habe ich das Seil? I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Ja, macht Sinn. The door is now blocked. Teppich? Oh, that's a lovely old carpet. The door... Was war das gerade eigentlich für ein Geräusch? Ich frage mich gerade, für was der Teppich gut sein wird. Hier haben wir noch ein Seil. Was war das gerade? Bohnenluke. This hatch leads to a cellar. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Ah, dafür brauchen wir den Teppich. Macht Sinn. This hat. Sehr elegant geht Holmes darüber. Teppich, aber es ist eigentlich sehr interessant. This should be useful. Sowas macht aber auch Spaß, wenn ich ehrlich bin. So versuchen, dass die Einbrecher nicht das Haus verlassen können und alle Fluchtwege zu blockieren, ist eigentlich eine schöne Idee. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Gucken, was passiert. Ich stehe jetzt mitten drauf. Schade. Er rennt, versucht und dann... Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Häusliche Unfälle. Okay. Ja, lag das Seil da eigentlich noch? Oder hat er das Seil mitgenommen, oder? Keine Ahnung. Bin mir jetzt nicht sicher. Wahrscheinlich schon, weil sonst hätten wir ja wahrscheinlich das mit dem Kronleuchter nicht verbinden können. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock?
Mycroft, Ah. what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Don't move, you flimflammer. The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. One of Foley's companions. He is unconscious. Hat's aber nicht 4, oder bin ich... One of Foley's companions. He is unconscious. Was passiert, wenn ich rauslaufen würde? Okay, finden Sie heraus, wer der Mörder ist. Ich weiß es nicht, tut mir leid. Schatz im Safe, lang verschwundene Kunstwerke. Versteckte Kunst. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhaus in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Leighton Chapman hat einen Doppelmord in der Half Moon Street begangen. Eine alte Feindschaft zwischen ihm und Entwickler war das Motiv. Okay, aber lol. Okay. Zirkusakrobat. Gleichzeitige Schüsse. So. Schusswechsel. Raubmotiv. Leitens ist schon schuldig. Folleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellentischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Keine Gnade für Foley. Yes. Auch wenn ich so das Gefühl habe, ich habe irgendwas vergessen. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Okay. Wir müssen noch wohin? Wahrscheinlich zu Wiggins und so seinem Bruder oder so. Oder Scotland Yard und so. Und mit Leben Lestrade reden.
Boah, wie ich gerade dachte, das Spiel wäre auch abgestürzt. Ah, ja, ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich schon am Ende des Spiels bin. Das kann ich nicht glauben. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the new lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Okay. Eieiei. Oh nee. Alter. Zigarette werfen, Zigarette werfen. Ich habe keine Ahnung. When people fight the Order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Das ist, glaube ich, sogar besser. Okay. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, aber nein. So, das darf man einfach nicht. Das ist schön und gut, aber
Was bringt's schon? Das ist dumm. Na egal. Haben es jetzt wahrscheinlich das gleiche gemacht. Hoffe ich mal. Werde ich ja sehen, wenn der Frick, der liebe So, you're interested in Russian literature now. Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the Merry Men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more Merry Men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait. What? A lady? Oh yeah. Charles entwickelte einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen Plan auch um. Er behandelte den Typ von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtsmäßig dem britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurden Foley und seine Bande von den Merry Men angeheuert, die einen Aufstand in London planten. Der Strick ist noch zu gut für ihn. So, ja. Leider wird es kein neues Kapitel geben. Einstufung, Schüsse bei Mondlicht, gewissenhaft. Spiele mit derselben Lösung für den Fall 96. Ernsthaft, es müsste ein 100% sein. Hallo, das ist logisch. Wenn man außer, die haben gleich das sofort gewählt, wo man auswählen konnte, dass der Mörder ist. Dass die das gleich ausgewählt haben. Aber hallo, es ist doch logisch, dass das Dings da. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung. Ja, okay. Das war irgendwie dumm, aber tja. Jetzt kommen Errungenschaft. Und so, 2 Errungenschaften habe ich wieder. Und jetzt heißt es da die Credits. Ei.
Oh mein Gott, ey, die Musik ist ja so richtig traurig. Und dann noch die ey, das ist, das muss man sagen, das ist wirklich ein richtig schönes, wenn nicht sogar eins der schönen Credits, die ich jemals gesehen habe, ist. Da kann man niemandem was sagen. Das ist einfach nur wunderschön, traurig. Die Musik ist aber extrem traurig, Alter. Der List. Watson? Keine Ahnung. Wunderschönes. Focus on Interactive Mannequin, bla bla bla, Set Making, bla bla bla, Game Production, Loot, bla bla bla, Press Relations, Business Sales Managers, Graphic Designers, Media und Audio Production, Web Design, Technical Support, Content Company Management, Schiff hinzuwerfen, ne? Präsident. Translation. Voice. Auch wenn ich es traurig finde, dass die es nicht ins Deutsche übersetzt haben. Das ist, hätten die ruhig machen können. Das, so viel Arbeit war es jetzt wahrscheinlich nicht, das nochmal auf Deutsch zu übersetzen. Ne? Und wenn schon, dann sollen die es halt nochmal so übersetzen. Halt nochmal so übersetzen. Für einen Patch oder was weiß ich. Auch mal nebenbei nochmal übersetzen lassen, weil das ist echt traurig, dass sie es nur auf Englisch. Die deutsche Stimme ist eigentlich auch relativ schön und so. Wo noch Sherlock und ist auch relativ sehr ähnlich mit der von der englischen und deutschen sind sehr ähnlich so. Okay. Er denkt nach, hast du das Gefühl? Ich will nicht so Tab. Was passiert, wenn ich Tab drücke? Soll ich Tab drücken? Kann das sein? Crimes Aufgaben. Crimes and Punishments. Punishment. Baker Street. Gibt's eine Trophäe? Ja. Das Widerstandsblock hat der Mary Man. Das soll nicht einfach nur noch Escape und. Oh, Mann. Wollen sie wirklich ins Hauptmenü zurückkehren und es passiert wohl nichts mehr. Okay, das ist mal ein ganz anderes Sherlock Holmes, wenn wir mal die ganz anderen Dings da angucken. Anderen Sherlock Holmes Teile angucken.
ist es ganz anders, mit weniger Rätsel. Was aber relativ wahrscheinlich auch wunderschön ist. Toll gemacht ist. Ach, schade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt dahin komme. Schön. Das Design ist schön gemacht. Ich finde die Spiel einfach nur wunderschön gemacht. Ist traurig. Ah, boah, das Ende ist voll verdammt traurig. Ich will so kein Ende haben. Voll blöd. Und warum kann man hier nicht in die Errungenschaften reingucken? Oder kann man's? Oder bin ich blind? Oder ich weiß nicht. Nein, hier kann man nichts von den Dings da reingucken. Das ist hier geht. Jetzt habe ich alle Fälle. Schüsse beim Mondlicht. Das Drama von Kiefgarten. Die Affäre AB Grange. Das Blutbad. Das Rätsel auf den Gleisen. Der schwarze Peter. Wenn ich entscheiden müsste, was für mich der tollste Fall war. Dieser Fall eher weniger. Das Blutbad war relativ schon interessant. Wenn sogar nicht eins der interessantesten, weil es richtig schön viel war. Viel Geschichte oder griechische Geschichte. Und römische bisschen. So. Würde ich wahrscheinlich zu den ja, das schönste. Das Rätsel auf dem Gleisen. Warte. Gut. Der schwierigste Fall war wahrscheinlich das Rätsel auf den Gleisen. Weil man da auch sehr viel zur Auswahl hatte. Und so, das Traum von Conan war eher weniger, weil man eigentlich nichts machen musste. Hatte sehr wenig zur Auswahl. Wie bei der schwarze Peter konnte man auch nicht so viel machen. Zu Baker Street und Dings da. Hat man halt nicht so viele Wege. Es war praktisch nicht so viel. Aber ging ja auch wenigstens nicht so lang. Okay, The Kew Gardens ging relativ sehr lang. Ja. Sagen wir es mal so. Wenn ich nummerieren würde, erste, zweite, zweite, dritte, vierte, warte, wie kann die durcheinander gucken? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Es gibt doch keine 6 Fälle, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh doch. Also ihr habt gesehen, das ist die Nummer 6. 5, 4, 3, 2 und 1. War für mich, ja doch, der interessanteste. Ja doch, interessant. Röhre. Zwar konnte man hier nichts mit Tobi machen. Und hier fand ich relativ sehr wenig mit Tobi. Einfach nur einen kurzen Weg entlang. Da war Tobi eigentlich für mich eher unnütz. Und hier war Tobi eigentlich mehr zum Brauchen. Und warum das auch die Nummer 1 ist, weil man da extra noch die Gegner einfangen konnte als
legen kann. Und das war natürlich relativ cool, weil das eher weniger in einem Sherlock Holmes Teil vorkam. Also ja. Leider kann ich es nicht hier zeigen, also muss ich kurz raustappen und dann in die Errungenschaften reintun. 21 von 25. Schuldige Bruderschaft. Schließen Sie den Fall. Schüsse beim Mondlicht ab. Habe ich doch. Häusliche Unfälle. Habe ich. Methodische Menschen. Habe ich. Genug Schuld und Sünden. Beenden Sie das Spiel. Habe ich. Also habe ich alle Errungenschaften frei. So, vielleicht wird es mir jetzt angezeigt, weil, keine Ahnung. Und, ja, und das Einzige, was ich relativ richtig doof finde, ich habe... nein, Perfektionist. Sammeln Sie alle mögliche erfolgreiche, habe ich nicht. Ein Mann von Charakter, erreichen Sie die maximale Persönlichkeitsbewertung. Keine Ahnung, wie man die kriegen soll. Wahrscheinlich kommt drauf an, wie schnell man ist, kann das sein? Und wenn man überhaupt keine Fehler macht oder so. Keine Ahnung. Der Geist ruht nie. Gelangen Sie zu allen möglichen Schlussfolgerungen im Spiel. Okay. Wollte ich versuchen, habe ich trotzdem noch nie. Ich rate nie. Gelangen Sie in jedem Fall, in jedem der 6 Fälle zu der richtigen Schlussfolgerung. Wahrscheinlich der ersten und Abyss Crates habe ich wahrscheinlich die Fehler erstmal gemacht. Aber bei Abyss Crates, hallo, das fand ich ja relativ dumm, weil ich hatte recht, aber doch auch irgendwie... Ich hatte auf eine Art und Weise auch recht, es hätte so auch gelten dürfen müssen, tun. Kann man zwar jetzt nichts machen, aber ja, dann würde ich sagen, ich beende das Let's Play von Sherlock Holmes, Cramps und Pushmans, leider. Ich freue mich schon auf das nächste Sherlock Holmes Teil, was sowieso wahrscheinlich nächstes Jahr oder so wahrscheinlich oder vornächstes Jahr rauskommt, werden wir dann irgendwann sehen. Ja. Ja, dann kommen einfach die halt wieder die normalen Let's Plays wieder von mir und so. Boah, ich will 24 Stunden ungefähr habe ich dieses Spiel gespielt. Oder Spielzeit. Ich will das Spiel nicht beenden. Das Spiel. Sherlock Holmes ist einfach zu schön. Muss ich aber leider, also. Beende ich diesen Part. Oder das Finale. Und sehen uns dann am nächsten Sherlock Holmes wieder. Bei den älteren Sherlock Holmes natürlich. Von The Mystery, The Secret, The Awakened, Jack the Ripper, Nemesis. Eins von denen werden wir uns dann mal wiedersehen. Aber dann werde ich wahrscheinlich wieder nach Reihe halt. Dann kommt The Mystery, dann The Secret, dann Awake, dann Nemesis und dann Jack the Ripper. Wenn ich mich jetzt nicht irre, aber so eine Art, ja. Vielleicht kommt doch so, ja. Kommt ja neben kleines Projektchen noch nebenbei noch so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis und dann.